und ein Freund müsst die Prüfung am Freitag bestehen, um nicht in den Sommerferien pauken zu müssen. Und nach einer Woche Lernen seid ihr zuversichtlich, es geschafft zu haben. Aber als eure Noten viel schlechter sind als erwartet, bist du am Boden zerstört. Deinem Freund scheint das aber nichts auszumachen und du fragst dich, warum du das nicht auch so gut wegstecken kannst. Aber solltest du wirklich versuchen, das Positive zu sehen? Und ist es überhaupt möglich, seine Gefühle zu kontrollieren? Die Antwort auf die zweite Frage lautet eindeutig ja. Es gibt zahlreiche Strategien zum Steuern von Emotionen und ein Ansatz zum Verständnis dieser Techniken ist das sogenannte Prozessmodell. Psychologen nutzen dieses Instrument, um zu ermitteln, wo und wie wir in den Prozess der Entstehung unserer Emotionen eingreifen können. Dieser Prozess hat 4 Schritte. Er beginnt mit einer realen oder imaginären Situation, in der wir sind, und das erregt unsere Aufmerksamkeit. Dann bewerten wir die Situation und prüfen, ob sie unseren Zielen dient oder sie behindert. Diese Bewertung führt dann zu Veränderungen in unserem Fühlen, Denken und Verhalten, die als emotionale Reaktion bezeichnet werden. Jeder Schritt dieses Prozesses bietet die Möglichkeit, bewusst einzugreifen und unsere Emotionen zu verändern. Das Prozessmodell beschreibt, welche Strategien wir in den einzelnen Phasen ausprobieren können. Um das in Aktion zu erleben, stellen wir uns vor, du bist auf dieselbe Party eingeladen wie ein dir unbeliebter Ex-Partner samt neuem Anhang. Deine erste Strategie könnte sein, die Situation ganz zu vermeiden, indem du nicht zur Party gehst. Gehst du dennoch hin, kannst du stattdessen versuchen, die Situation zu beeinflussen, indem du nicht mit deinem Ex sprichst. Ist das schwierig, könntest du deine Aufmerksamkeit verlagern, indem du ein Spiel mit Freunden spielst, anstatt dich auf die beiden zu konzentrieren. Eine andere Möglichkeit wäre, deine Einstellung zur Situation neu zu bewerten. Wenn du die Dinge ernsthaft überdenkst, stellst du vielleicht fest, dass es dir egal ist, mit wem sich dein Ex trifft. Wenn keine dieser Strategien funktioniert, kannst du immer noch versuchen, deine emotionale Reaktion im Nachhinein abzumildern. Das kann jedoch schwierig sein. Viele der einfachsten Methoden, wie das Verbergen der eigenen Gefühle oder sie mit Entspannungsdrogen zu verändern, führen langfristig zu noch mehr negativen Gefühlen und Gesundheitsproblemen. Nachhaltigere Strategien sind zum Beispiel ein langer Spaziergang, langsames, tiefes Atmen oder ein Gespräch mit jemandem, der dich unterstützt. Die Anwendung dieser Strategien erfordert zwar Übung, aber wenn du lernst, deine Gefühle zu erkennen und darüber nachzudenken, woher sie kommen, ist das schon die halbe Miete. Und wenn du erst einmal verinnerlicht hast, dass du deine Emotionen kontrollieren kannst, fällt es dir viel leichter, dies auch zu tun. Aber solltest du diese Techniken anwenden, um ständig gute Laune zu haben? Die Antwort hängt davon ab, wie du definierst, was gute Laune ausmacht. Es ist verlockend zu denken, Traurigkeit und Frustration immer zu vermeiden, aber kein Gefühl ist von Natur aus gut oder schlecht. Je nach Situation kann es hilfreich sein oder nicht. Wenn dir zum Beispiel ein Freund vom Verlust eines geliebten Menschen erzählt, ist es nicht nur angemessen, Traurigkeit zu empfinden und zu zeigen, sondern sie hilft dir, mitzufühlen und ihn zu unterstützen. Umgekehrt ist es zwar ungesund, deine Gefühle ständig zu ignorieren, aber ein Lächeln zu erzwingen, um ein einmaliges Ärgernis zu bewältigen, ist durchaus angemessen. Wir hören viele widersprüchliche Aussagen über Gefühle. Manche drängen uns, optimistisch zu bleiben, während andere uns sagen, wir sollen unsere Gefühle einfach so nehmen, wie sie kommen. Aber in Wirklichkeit muss jeder sein eigenes Gleichgewicht finden. Wenn die Frage also lautet, solltest du immer versuchen, glücklich zu sein, lautet die Antwort nein. Studien legen nahe, dass Menschen, die auf ihr Glück fixiert sind, oft sekundäre negative Emotionen wie Schuldgefühle, Frustration oder Enttäuschung darüber verspüren, dass sie sich nicht glücklicher fühlen. Das bedeutet aber nicht, dass du dich von Trauer oder Wut leiten lassen solltest. Aber Strategien wie das Überdenken können dir helfen, deine Gedanken über eine Situation neu zu bewerten, sodass du akzeptierst, dass du traurig bist und Hoffnung auf Besserung hegst. Beschäftige deinen Geist, während du lernst, wie er funktioniert. Abonniere unseren Kanal oder sieh dir diese Videos an. Dein Kopf wird es dir danken.